Erlangen Universitätsbibliothek. Undurchschaubar für die einen, Alltag für die anderen. 2 Millionen Bücher, Bücher, die aneinandergereiht von Erlangen nach Bamberg führen würden. Zwei der jährlich fast 100.000 Wissbegierigen werden wir jetzt auf ihrem Weg durch die UB etwas begleiten. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, an Literatur heranzukommen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn dem Benutzer Titel und Verfasser bekannt sind. Alle Werke, die vor 1900 erschienen sind, enthält der Rote Bandkatalog. Die Autoren sind alphabetisch geordnet. Das Auffinden des Titels dürfte somit kein Problem sein. War die Suche erfolgreich, geht es in das Ausfüllen des Leihscheines. Pro Buch ein Leihschein. Dieser Leihschein muss alle Angaben enthalten, die für das Auffinden des Buches im Magazin notwendig sind. Dazu gehören die Signatur, Titel und Verfasser sowie Erscheinungsort und Jahr. Korrekt ausgefüllt enthält der Leihschein auch Name und Adresse des Entleihers sowie Benutzernummer und Unterschrift. Bei Werken, die zwischen 1900 und 1981 erschienen sind, benutzt man den Gesamtkatalog der UB, den GKU. Auch hier müssen Verfasser und Titel bekannt sein. Der Gesamtkatalog ist alphabetisch geordnet. Die roten Stempel in der rechten oberen Ecke der Karteikarten verweisen auf den Standort der Bücher. Nur Bücher mit dem roten UB-Stempel sind auch in der Hauptbibliothek erhältlich. Bei anderen Standortangaben handelt es sich um die Teilbibliotheken der jeweiligen Institute, bei denen die Bücher persönlich abgeholt werden müssen. Sucht man ein Buch, das 1982 oder später erschienen ist, zieht man den alphabetischen EDV-Katalog zu Rate. Der Inhalt des EDV-Katalogs ist auf Mikrofiche festgehalten. Beim Suchvorgang begibt man sich auf das Indexfeld, welches das Auffinden des Autors ermöglicht. Der Autor ist gefunden. Alle Standorte sind in den Standortübersichten aufgeschlüsselt. Diese liegen neben den Mikrofiche-Katalogen aus. In unserem Fall gehört das Buch zum Magazinbestand der Hauptbibliothek, erkennbar an dem Standortkennzeichen H00.
Weiterhin enthält der Mikrofiche-Katalog sämtliche Lesesaalbestände und die Zeitschriften des gesamten Universitätsbereichs. Seit 1986 werden alle erworbenen Titel, auch wenn sie vor 1982 erschienen sind, im Mikrofiche-Katalog verzeichnet. Tritt der Fall ein, dass nur Thema oder Fachgebiet des Buches bekannt sind, benutzt man den Schlagwortkatalog. Die Titel der vorhandenen Literatur sind unter Schlagwörtern nachgewiesen. Diese Schlagwörter sind alphabetisch geordnet. Der Katalog enthält allerdings nur die Bestände der Hauptbibliothek mit den Erscheinungsjahren 1900 bis 1981. Zeitschriften befinden sich nicht im Schlagwortkatalog, Dissertationen nur vereinzelt. Wesentlich erweiterte Suchmöglichkeiten bietet der OPAC. Er entspricht inhaltlich dem Mikrofiche-Katalog. Durch das einzelne Ansprechen der verschiedenen Kategorien wie Autor, Titel oder Schlagwort ist zusätzlich zur formalen Suche die Möglichkeit der thematischen Suche gegeben. Benutzungshilfen befinden sich sowohl auf dem Bildschirm als auch neben den Geräten. Sind die Voraussetzungen ähnlich wie beim Schlagwortkatalog, kann man auch mit den Bibliografien arbeiten. Sie enthalten alle erschienenen Titel, allerdings muss man mit Hilfe des GKU des Gesamtkatalogs oder des Mikrofiche-Katalogs überprüfen, ob die Bücher auch zum Bestand der UB gehören. Die allgemeinen Bibliografien befinden sich hinter dem Schlagwortkatalog, die Fachbibliografien, nach Themen gegliedert, im Lesesaal. Um die Bücher innerhalb einer Stunde zu erhalten, muss man die ausgefüllten Leihscheine in den Briefkasten links neben der Ausleihe werfen. Die Sofortausleihe ist allerdings auf 3 Titel beschränkt. Bei der normalen Ausleihe wirft man den Leihschein in den Kasten am Informationsstand. Die Zeitschriftenabteilung verwaltet die rund 6500 laufenden Zeitschriften der Hauptbibliothek. Verzeichnet sind sie im alphabetischen Mikrofiche-Katalog. Um einen Aufsatz aufzufinden, muss der Titel und die Ausgabe der Zeitschrift, in der er erschienen ist, bekannt sein. Dem Benutzer stehen 3 verschiedene Einrichtungen zur Verfügung. Ausgaben, die älter sind als 5 Jahre, sind mit dem Standortkennzeichen H00 versehen und können wie andere Bücher auch zur Ausleihe bestellt werden. Bei der Zeitschriftenauslage können die neueren Hefte zur Lektüre aus den Regalen genommen werden. Sie sind im Katalog mit den Standortkennzeichen H40 versehen. Eine Ausleihe ist allerdings nicht möglich. Einzelne Hefte dürfen jedoch im Haus kopiert werden. Die letzten 5 Jahrgänge der wichtigsten Zeitschriften stehen gebunden im Handmagazin der Zeitschriften und tragen das Standortkennzeichen H50. Diese Bestände sind generell nicht ausleihbar. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Kurz- bzw. Wochenendausleihe.
Vielleicht ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Nach dem Entleeren des Ausleihkastens werden die Leihscheine abgestempelt und mit der Rohrpostanlage in das jeweilige Stockwerk des neuen bzw. alten Magazins geschickt. Hier im Magazin werden die Bücher anhand der Signatur herausgesucht. An die Stelle des entliehenen Buches kommt ein sogenannter Stellvertreter. Dieser enthält einen Teil des Leihscheins, auf welchem die Signatur des Buches und die Benutzernummer des Entleihers steht. Die Bücher werden nun mit einer Kastenförderanlage zur Ausleihe transportiert. Im alten Magazin, das ehemalige UB-Gebäude, 1913 erbaut, befinden sich die Titel, die nur selten verlangt werden. Außerdem sind dort die Bücher zu den Fächern vorhanden, welche an der Friedrich-Alexander-Universität nicht angeboten werden. In der Ausleihe angekommen, stehen die Bücher, sofern sie nicht für den Lesesaal bestimmt sind, zur Ausgabe bereit. Hier werden sie bis zu 10 Tage aufbewahrt.
Die Entleihdauer pro Buch beträgt 4 Wochen. Um die Bücher abholen zu können, benötigt man eine gültige Benutzerkarte. Diese enthält man gegen Vorlage von Studentenausweis, Personalausweis und einem ausgefüllten Antrag. Das Formular dazu gibt es auch in der Ausleihe. Bücher, die nur für den Lesesaal entliehen werden können, müssen am Lesesaal-Schalter gegen Vorlage der an der Ausleihe erhaltenen Kontrollstreifen abgeholt werden. In den 3 Lesesälen befinden sich Bibliografien, Semesterapparate, Nachschlagewerke, Lexika sowie einführende Literatur und Lehrbücher. Um den Standort der Bestände bestimmen zu können, steht links am Eingang des ersten Lesesaals eine Übersichtstafel. Ist ein Buch an keiner der Bibliotheken der Universität Erlangen-Nürnberg vorhanden, so kann es über die Fernleihe bestellt werden. Dafür muss zusätzlich zum weißen Leihschein ein roter mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Hierfür ist eigens dieser Schreibmaschinenraum vorhanden. Wichtig ist, dass pro Titel bzw. Aufsatz eine eigene Bestellung abgegeben wird. Um den Leihverkehr nicht unnötig zu beanspruchen, sollte auf dem Leihschein der letztmögliche Termin vermerkt werden, zu dem die Literatur benötigt wird. Sind beide Leihscheine korrekt ausgefüllt, so werden sie zusammengeheftet in den Bestellkasten am Informationsstand eingeworfen.